Mein Name ist Sarah. Ich bin 38 Jahre alt und heute habe ich nichts. Ich sitze auf einer kalten Parkbank. Das Holz ist hart und feucht. Meine Kinder Leo und Mia schlafen neben mir. Ihre kleinen Körper zittern in der kalten Nacht. Ihr Atem ist flach. Ich lege meinen Mantel über sie, versuche sie zu bedecken, doch es reicht nicht. Der Wind schneidet durch meine Haut. Vor einem Monat hatte ich ein warmes Zuhause, ein Bett, eine Küche, einen Mann und eine Zukunft. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben so enden würde. Ich sehe meine schmutzigen Hände an. Die Haut ist rissig und meine Fingernägel schwarz vor Dreck. Ich schaue auf die leere Straße. Kein Auto, keine Menschen, nur schwaches Licht von Straßenlaternen. Ich frage mich leise, wie ich hier gelandet bin. Ich bin müde und gebrochen, aber ich kann nicht schlafen. Wer schützt meine Kinder, wenn ich schlafe? Ich bin allein aufgewachsen. Meine Eltern starben, als ich jung war. Ich hatte keine Geschwister oder Großeltern. In der Schule war ich immer das Mädchen, das allein saß. Ich träumte von einer echten Familie, einem Ort des Dazugehörens. Dann traf ich Mark. Er war charmant und gut aussehend. Er versprach mir, sich um mich zu kümmern. Wir heirateten. Als Leo und Mia geboren wurden, dachte ich, mein Leben sei perfekt. Aber Menschen verändern sich. Mark wurde distanziert, kam spät nach Hause und roch nach fremdem Parfüm. Er sah mich nicht mehr an und schrie, dass ich langweilig sei. Dann kam der schlimmste Tag. Es schneite in New York und Mark brachte eine schöne Frau mit nach Hause. Er sagte mir, ich solle meine Sachen packen und verschwinden. Ich stand mit Leo und Mia auf dem Bürgersteig. Wir waren allein in der kalten Stadt, ohne Familie oder Freunde. Wir liefen zur Bushaltestelle und ich zählte mein Geld. Ich hatte ein paar Ersparnisse, nicht viel. Leo hatte Hunger und Mia fror. Ich wollte sie beruhigen, aber ich war verzweifelt. Ich fand ein billiges Zimmer und gab dem Vermieter mein letztes Geld. Doch als wir ankamen, passte der Schlüssel nicht. Ich klopfte, aber ein fremder Mann sagte, ich sei betrogen worden. Mein Geld war weg. In der Nacht schliefen wir in einem Fastfood-Restaurant. Am nächsten Tag hatte ich kein Geld, kein Zuhause und kein Essen. Ich fand einen Job als Nachtputzfrau, aber der Lohn war niedrig. Jede Nacht ließ ich Leo und Mia in einem Motelzimmer zurück, während ich arbeitete. Ich hatte immer Hunger. Ich kaufte Brot für die Kinder und log, dass ich auch gegessen hätte. Ich musste jeden Cent sparen, um das Motelzimmer zu bezahlen. Mr. Henderson, der Besitzer, war grausam. Eines Nachts sah ich eine alte Frau auf einer Bank. Sie zitterte und trug dünne Kleidung. Ich kannte diese Kälte. Ich gab ihr meinen roten Wollschal, das Einzige, was ich noch von meiner Mutter hatte. Sie lächelte mir dankbar zu. Ich ging zurück zur Arbeit und fror, aber mein Herz war wärmer. Ich wusste nicht, dass dieser Moment alles verändern würde. Am nächsten Morgen wachte ich vor Sonnenaufgang auf. Meine Hände waren taub. Ich konnte die Bewegungen kaum fühlen, als ich den Kindern die Haare aus dem Gesicht strich. Sie hatten beide dunkle Ringe unter den Augen. Ich flüsterte Worte der Hoffnung, die sich hohl anfühlten, und führte sie zu einer nahegelegenen Suppenküche, deren Schild schon von weitem nach Erbarmen roch. Wir standen lange in der Schlange. Die Leute hinter uns hüllten sich in ihre eigenen Elendsmäntel. Mia weinte leise, bis ich sie auf den Arm hob. Leo war zu stolz, um zu jammern, aber sein Magen knurrte laut und unaufhörlich. Ich drückte seine kleine Hand fest. Drinnen, wo es nach verbrannten Zwiebeln und nassen Jacken roch, bekamen wir 3 Schalen Suppe
und aufgewärmtes Weißbrot. Ich beobachtete die Kinder, wie sie hungrig löffelten, und zwang mich zu einem Lächeln, obwohl ich nichts davon schmeckte. Nach dem Essen setzten wir uns auf den Boden in der Ecke. Ich versuchte, einen Plan zu machen. Der Job als Nachtputzfrau reichte nicht, das war klar. Ich musste eine Lösung finden. Ich ging zum Sozialamt, schleppte die Kinder in einen kahlen Warteraum, wo alle stumm vor sich hinstarrten, als könnten sie sich durch Willenskraft allein unsichtbar machen. Die Frau hinter dem Schalter war freundlich, ihr Lächeln geübt. Sie bat mich immer wieder, einen Moment Geduld zu haben, während sie Formulare durchblätterte, tippte, zum Kopierer lief. Ich erzählte ihr von Mark, von der Wohnung, vom gestohlenen Geld, von den Kindern. Sie nickte, notierte, tippte. Am Ende sagte sie, die Warteliste für Unterkünfte sei lang. Ich könne es bei einer Notübernachtung versuchen. Sie schrieb eine Adresse auf einen Zettel und reichte sie mir. Ich wollte fragen, ob es Hoffnung gäbe, aber ich traute mich nicht. Das Schweigen der Wartenden lag bleiern in der Luft, als wir hinausgingen. Wir liefen zu Fuß zur Notunterkunft. Der Weg war weit und Leo klagte über Schmerzen in den Beinen. Ich erfand eine Schatzsuche, erzählte ihm, dass am Ziel eine Überraschung auf ihn wartete. Er wusste, dass es eine Lüge war, aber er spielte mit. Mia schlief irgendwann auf meinem Arm ein. Am späten Nachmittag kamen wir an. Ein flacher Betonbau mit versiegelten Fenstern, davor 2 Polizisten, die Neuankömmlinge musterten. Drinnen roch es nach Desinfektionsmittel. Die Schlafsäle waren mit Feldbetten vollgestellt. Eine junge Frau namens Janice führte uns zu unserer Ecke, zeigte uns die Duschen und Toiletten. Ich registrierte, es gab keine Schlösser an den Türen, keinen Schutz vor den anderen Bewohnern der Nacht. Ich baute aus den dünnen Decken eine Bastion für Leo und Mia und blieb wach, während sie schliefen, um zu wachen, ob jemand zu nahe kam. Am ersten Morgen bekam ich einen Anruf. Ich kannte die Nummer nicht, aber ich nahm ab, weil Hoffnung alle Grenzen erträglicher macht. Am anderen Ende meldete sich eine krächzende Stimme. Es war die Frau von der Parkbank, die ich nie nach dem Namen gefragt hatte. Sie wollte mir danken, sagte, sie sei im Krankenhaus. Jemand habe gesehen, wie ich ihr den Schal umlegte und ihr dann geholfen. Sie könne mir jetzt nicht viel bieten, aber sie kenne jemanden, der eine Haushaltshilfe suche. Das war der erste Moment seit Wochen, in dem ein Lichtstrahl ins Dunkel fiel. Ich schrieb die Adresse auf die Rückseite eines Werbeflyers und ging hin. Das Haus war sauber, der Garten gepflegt. Eine ältere Dame öffnete die Tür, ihr Haar war schneeweiß, ihre Finger zittrig. Sie hieß Frau Berkowitz und sagte, sie brauche jemanden, der einkauft, das Bad putzt, ihr Tabletten bringt. Ich sagte sofort zu. Die Arbeit war nicht schwer, und sie gab mir nach jeder Schicht ein Butterbrot für die Kinder mit. Manchmal blieb ich nach der Arbeit noch und erzählte ihr von Leo und Mia, von meiner verlorenen Wohnung und dem Ex-Mann, der nun in Manhattan mit der Schönen lebte. Sie hörte zu wie eine Großmutter, die ich nie hatte. Eines Abends, als ich die Kinder bei Frau Berkowitz zum ersten Mal mitbrachte, bestand sie darauf, uns zum Essen einzuladen. Es gab Suppe, ganz anders als die aus der Suppenküche, und noch warmes Brot. Mia lachte, als Frau Berkowitz ihr eine Serviette wie eine Krone faltete. Leo erzählte von seiner Schatzsuche, und zum ersten Mal seit langem beobachtete ich meine Kinder beim Glücklichsein, ohne dass es sich falsch anfühlte. Frau Berkowitz bot uns schließlich ihr Gästezimmer an. Sie meinte,
Zu dritt sei es besser als auf einer Parkbank. Ich zögerte, aber die Müdigkeit siegte über meinen Stolz. Ich sagte ja. Die ersten Nächte schliefen Leo und Mia in meinem Arm, als könnten wir uns gegenseitig vor Enttäuschungen schützen. Doch allmählich gewöhnte ich mich an das neue Zuhause, das warme Licht, das abends durch den Flur fiel. Ich fing wieder an zu träumen. Nicht von einem perfekten Leben, sondern davon, dass ich es schaffen könnte. Schritt für Schritt, Suppe für Suppe. Wenn ich heute meine Hände betrachte, sehe ich immer noch die Risse. Aber sie erinnern mich daran, dass ich nie aufgehört habe zu kämpfen und dass meine Kinder nie, keinen einzigen Tag, aufgehört haben, mir zu glauben. Im Sommer zogen wir zusammen auf einen kleinen Bauernhof am Stadtrand. Frau Berkowitz hatte das Haus schon ewig, sagte sie, aber es sei zu groß geworden. Wir mieteten das obere Stockwerk und sie bestand darauf, dass wir Freunde, nicht Untermieter seien. Sie zeigte Leo, wie man den Gemüsegarten bestellt, und Mia durfte mit ihr Marmelade einkochen. Ich arbeitete morgens in einem Supermarkt, nachmittags bei Frau Berkowitz, abends noch immer als Putzkraft. Aber das Geld reichte gerade so. Und die Kinder hatten endlich wieder einen festen Schlafplatz. Am ersten Tag im neuen Haus, als die Sonne flach über die Felder kroch, schlich ich barfuß durch die kühle Küche. Ich kletterte auf einen Hocker, um Kaffeebohnen aus dem Schrank zu holen. Dabei fiel mir ein kleines, gerahmtes Foto auf. Frau Berkowitz als junge Frau. In einer altmodischen Bluse, die Hände in den Hüften, der Blick stolz und traurig zugleich. Darunter ein älterer Mann mit wirrer Brille, die Haare ungeordnet, als hätte er sich die Hände oft durch die Strähnen gefahren. Ich fragte sie später, wer das sei. »Mein Mann«, sagte sie. »Und ich.« Sie lachte trocken, und in dem Moment glaubte ich, in ihrer Stimme den Klang meines eigenen Lebens zu hören. Dieses paradoxe Gleichgewicht aus Verlust und Hoffnung. Sonntags setzten wir uns oft auf die Veranda und beobachteten, wie die Kinder um den Apfelbaum liefen. Frau Berkowitz erzählte Geschichten von ihrem Leben in Berlin, von Krieg, Exil und wie sie nach New York kam. Ich war zu jung für Nostalgie, aber plötzlich verstand ich, wie sich Geschichten wie Fäden durch die Zeit ziehen. Sie sprachen von den gleichen Ängsten, dem gleichen Hunger. Manchmal dachte ich, sie hatte mich ausgewählt, um ihre Vergangenheit lebendig zu halten oder um ein Stück davon an Leo und Mia weiterzugeben. Im Spätsommer bekam ich einen Brief von Mark. Nicht handgeschrieben, sondern ausgedruckt. Die Anrede förmlich, fast geschäftlich. Er wolle Leo zum Geburtstag sehen. Er schickte einen Scheck und bat um ein Treffen in einem Restaurant in Manhattan. Ich hielt den Brief in der Hand und fragte mich, ob ich gut genug war für die neue Rolle, die mir das Leben zugewiesen hatte. Nicht mehr Frau, sondern Mutter, Überlebende, Spenderin von allem, was ich besaß. In der Nacht lag ich wach und überlegte, ob ich Mark hasste. Ich fand heraus, ich tat es nicht. Ich hatte einfach keine Energie mehr übrig für Hass. Ich hatte keine Energie mehr für irgendetwas, was nicht direkt mit dem Überleben meiner Kinder zu tun hatte. An Leos Geburtstag fuhren wir also in die Stadt. Ich suchte die saubersten Sachen raus, die wir hatten, und flocht mir 2 ordentliche Zöpfe. Im Zug schauten uns die Leute an wie eine unvollständige Familie, aber ich war längst immun gegen ihren Blick. Das Restaurant war in einem gläsernen Neubau, Servietten wie Skulpturen gefaltet, Kellner im Frack. Mark kam zu spät, in Begleitung der Frau mit dem Parfüm. Sie hieß Shannon, trug ein enges Kleid und sah nervös auf Leo und Mia, als wüsste sie nicht, ob man Kinder einfach so ansprechen darf.
Leo war schüchtern. Mia starrte Shannon an, als sei sie ein seltenes Tier im Zoo. Mark erzählte von seinem neuen Job, von Reisen und Plänen. Ich sah, wie seine Hände zuckten, wenn er an seinem Glas drehte, und dass er mit keiner Silbe fragte, wie wir gelebt hatten in den Monaten nach seinem Verschwinden. Es war, als hätte er erwartet, dass ich unsichtbar werde, aber irgendwie saß ich immer noch hier, mit den Kindern und den Rissen in meinen Händen. Am Ende des Essens drückte er Leo einen teuren Plastikhelikopter in die Hand. Mia bekam ein Glitzerarmband. Dann stand er auf, als würde er gleich wieder gehen, und fragte mich, ob ich irgendwann mehr Geld brauchte. »Wir kommen zurecht«, sagte ich. »Wie immer.« Shannon murmelte, »So brav«, und ich wusste nicht, ob sie mich oder sich selbst meinte. Auf dem Heimweg schliefen die Kinder einander an die Schultern gelehnt. Ich schaute aus dem Fenster, vorbei an den billigen Neonlichtern, und dachte an Frau Berkowitz, an die Parkbank, an die Nächte ohne Schutz. Ich dachte an all die Frauen, die ich im Wartesaal gesehen hatte, an ihre leeren Blicke, an ihre wortlosen Geschichten. Vielleicht war ich jetzt eine von ihnen. Aber in dieser Nacht, als ich die Kinder in ihr Bettchen steckte und den Korridor entlang lief, roch ich Marmelade und frisch gebackenes Brot und hörte für einen Moment, wie draußen irgendwo ein Vogel zu früh zu singen begann. Ich zwang meine müden Beine noch einmal hinunter in die Küche. Frau Berkowitz saß am Tisch, drehte sich einen Tee, las im Licht einer alten Stehlampe das Horoskop im New Yorker. Sie deutete auf die Kanne, als wollte sie sagen, »Setz dich«. Ich setzte mich. Wir schwiegen eine Weile, und hinter der Stille lagen all die Fragen, die ich nie zu stellen wagte. Nach ihrem Mann, nach den Jahren in Berlin, nach dem, was sie verloren hatte. Irgendwann sagte sie, »Am Ende behält man von jedem Ort nur das Beste.« Sie lächelte, und ihre Augen wurden wässrig, aber ihr Rücken blieb gerade. Ich verstand nicht jedes einzelne Wort, aber ich wusste, was sie meinte. Ich war immer noch müde, immer noch hungrig, immer noch voll von Angst. Aber ich war nicht mehr allein. Und als ich in dieser Nacht die Hände betrachtete, deren Risse langsam verheilten, wusste ich, die Kälte hatte einen Namen und das Licht hatte einen auch. Am Morgen würde ich die Kinder wecken, ihr Frühstück machen, ihnen erzählen, dass ihre Mutter vielleicht nicht perfekt war, aber dass sie niemals aufgeben würde. Ich stand noch auf dem kalten Küchenboden, als Frau Berkowitz aus dem Sessel einen Blick auf meine Füße warf und kicherte. Ich verstand erst nicht, bis ich selbst runtersah. Der rechte große Zeh hatte sich durch den Baumwollsocken gebohrt, ein winziges Loch, aber doch ein Loch. Ich lachte, und wir lachten beide, als wären wir zwei Mädchen. Dann sagte sie, »Du brauchst neue Socken. Gute Frauen erkennt man an durchgelaufenen Sohlen.« Ich wusste nicht, ob das ernst gemeint war, doch irgendwie war es mir auch egal. Es fühlte sich an wie ein Kompliment. Am nächsten Morgen stapfte ich mit Leo und Mia durch das nasse Gras zum Briefkasten, und da lag zwischen den Rechnungen ein kleiner, prall gefüllter Umschlag. Kein Absender, keine Briefmarke, wie von Geisterhand eingeworfen. Innen steckte ein Bündel Coupons, Supermarkt, Drogerie, sogar ein Friseur. Auf dem Zettel stand bloß »für die nächste Etappe«. Ich fluchte leise. Wenn das ein Scherz war, dann war es ein ziemlich raffinierter. Aber irgendwie schien es nach Frau Berkowitz' Handschrift zu riechen. Ich nahm die Coupons und ging mit den Kindern in den Ort. Zum Mittagsschlaf erzählte ich Mia, der Umschlag sei von einer guten Fee geschickt worden. Sie kicherte und fragte, ob es eine rote oder eine blaue Fee gewesen sei.
Eine mit grauen Haaren und heißen Händen, sagte ich, und wir waren uns einig, dass keine Fee der Welt mit Frau Berkowitz konkurrieren könnte. Im Herbst begann ich, abends einen Online-Kurs zu machen. Immer, wenn die Kinder schliefen und das Haus endlich still war, saß ich am alten Küchentisch zwischen Kaffeeflecken und Marmeladenkrümeln und lockte mich ein. Basics of Accounting. Ich verstand wenig, anfangs gar nichts, aber ich schrieb alles ab, übte, fragte im Chat nach, auch wenn ich mich dumm vorkam. Nach 3 Wochen schrieb mir der Dozent eine E-Mail. Sie sind diszipliniert, geben Sie nicht auf. Menschen wie Sie finden ihren Weg. Zum ersten Mal verstand ich, wie Stolz schmeckt. Nicht süß, salzig mit einem Hauch Bitterkeit. Eines Abends, gegen Ende November, klingelte es an der Tür, als ich Mia gerade aus der Badewanne hob. Sie roch nach Seife und hatte nasse Haare wie Algen auf der Stirn. Vor dem Haus stand ein Mann mit einem gepflegten Bart, grauem Mantel, Aktentasche. Ich kannte sein Gesicht aus dem Fenster der Suppenküche von ganz früher. Er stellte sich als Sozialarbeiter vor. Wir standen 1 Minute lang stumm auf der Türschwelle. Dann sagte er: »Man hört Gutes von Ihnen, Frau«, und stockte, weil er nicht wusste, ob ich noch Marks Namen trug. Ich half ihm und er grinste verlegen. Er brachte mir Papiere, zeigte auf eine Zeile und meinte, ich könnte Unterstützung für die Ausbildung beantragen. Ich solle es zumindest versuchen. Ich brachte Mia ins Bett und setzte mich dann mit Tee und dem Papierkram an den Küchentisch. Ich las und las, verstand die Hälfte und schrieb trotzdem alles rein, was mir einfiel. Ich dachte an damals, wie ich mich in New York durch die Ämter geschleppt hatte, wie das Nicken und Lächeln der Helfer meist nur Fassade gewesen war. Doch diesmal fühlte es sich anders an. Vielleicht, weil ich diesmal wusste, was ich wollte. Oder weil ich zum ersten Mal im Leben wirklich bereit war, Hilfe anzunehmen. Die ersten Schneeflocken kamen früh in diesem Jahr. Eines Morgens, als die Kinder verschlafen durch den Flur tappten, sahen wir aus dem Fenster und die Welt war plötzlich weiß, als hätte jemand das Chaos der letzten Monate einfach zugedeckt. Im Wohnzimmer streckte Frau Berkowitz die Arme aus, als wollte sie den Schnee umarmen. Sie sagte, Schnee sei wie eine zweite Chance für die Landschaft. Und Leo fragte, ob Menschen auch zweite Chancen bekamen. Ich wollte antworten, aber Frau Berkowitz kam mir zuvor. Jeder Tag, mein Junge, jeder Tag ist neu. Der Winter war hart, aber wir kamen durch. Ich arbeitete, lernte, schrieb Bewerbungen, während Mia immer öfter mit Buntstiften an der Küchenwand malte. »Das ist unser Zuhause«, sagte sie stolz, und ich konnte nicht einmal schimpfen. Leo brachte von der Schule eine Urkunde mit. »Bester Freund der Klasse.« Ich weinte, als ich sie las, und Leo rollte mit den Augen. »Mama, das ist doch nur Papier!« Aber für mich fühlte es sich an, als hätte ich etwas gewonnen, das ich nie gesucht hatte. Im Frühjahr klingelte ich an einer Tür in der Innenstadt. Keine Parkbank, kein Motel mehr. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch für einen Bürojob. Empfang, Termine, Telefondienst. Ich trug einen geliehenen Blazer, den ich mit Sicherheitsnadeln an meine Schultern angepasst hatte. Der Stoff kratzte, aber ich hielt die Schultern gerade. Die Frau auf der anderen Seite war jung und schick, roch nach Minze und Fragezeichen. Sie musterte mich von oben bis unten, stellte Fragen über Lücken im Lebenslauf, über die Kinder, über mein Englisch. Ich log nicht, ich wich nicht aus. Am Ende sagte sie, ich sei anders als die anderen. Ich wusste nicht, ob das gut oder schlecht war. 3 Tage später rief sie an und sagte, der Job sei meiner.
Ich rannte mit dem Handy in der Hand durch den Garten bis zum Apfelbaum, wo die Kinder gerade eine Schaukel bauten, und schrie ihnen die gute Nachricht entgegen. Sie verstanden nicht, was Job eigentlich bedeutete, aber ihre kleinen Körper hüpften vor Freude. Und das war genug für mich. In jener Nacht saßen wir wieder in der Küche. Ich machte Kakao für alle und stocherte mit dem Löffel in der Tasse, während ich Frau Berkowitz von dem Gespräch erzählte. Sie lächelte mit geschlossenen Lippen und sagte: „Ich hab's gewusst." Dann stand sie auf, griff in den Küchenschrank und holte eine Flasche Sekt hervor. „Die war für gute Zeiten aufgehoben", meinte sie. Und als ich später, allein in meinem Zimmer, leise durchs offene Fenster den Wind hörte, der die Apfelblüten in den Hof trug, wusste ich hatte es wirklich geschafft. Noch nicht alles, noch lange nicht. Aber die Nacht war nicht mehr so kalt wie früher. In den nächsten Wochen gab es kleine Siege. Mia lernte, Dreirad zu fahren, ohne zu stolpern. Leo brachte ein Mädchen aus der Schule zum Spielen mit. Ich schaffte es, eine Steuererklärung auszufüllen, ohne dass mir schlecht wurde. Und als Mark irgendwann eine Nachricht schickte, in der er nach den Kindern fragte, antwortete ich höflich, aber knapp. Ich dachte nicht mehr an ihn, an seine Parfümfrau, an die Jahre, die er uns gestohlen hatte. Ich dachte an Leo, an Mia, an Frau Berkowitz, an den Küchentisch unter den Apfelbaumzweigen, an die neuen Socken mit floralen Mustern, die sie mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Und manchmal, wenn ich in den Spiegel sah, zählte ich die Risse in meinen Händen. Sie waren nie ganz verschwunden, aber jetzt erinnerten sie mich nicht mehr an alles, was ich verloren hatte, sondern an das, was ich festhielt. Für mich, für die Kinder, für alle, denen eine zweite Chance zusteht.